Bald tritt das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, auch kurz BFSG, in Kraft. Und ich zeige dir, wie du als Geschäftsführer oder IT-Leiter einer KMU das nicht nur als lästige Pflicht, sondern auch als echte Chance nutzen kannst. Mein Name ist Patrick Beck von Rescale Consulting, ein IT-Dienstleister für Digitalisierung und Softwareentwicklung. Ich begleite Unternehmen bei der Digitalisierung seit 2005 und habe selbst mehrere Unternehmen aufgebaut. Ich kenne mich da sehr gut aus mit der Digitalisierung, habe aber auch einen guten Blick auf die unternehmerische Perspektive. Ich zeige dir in diesem Video die Anforderungen, die Ausnahmen, was du machen musst, wie du davon profitieren kannst, um nicht nur gesetzeskonform zu werden, sondern auch wieder deinem Wettbewerb voraus bist. Stellen wir uns erstmal die Frage nach dem Warum. Warum braucht es jetzt wieder ein neues Gesetz? Wir werden ja faktisch überschwemmt mit Gesetzen, Gesetzesänderungen, neuen Verordnungen, Voraussetzungen und so weiter. Und schauen wir uns mal die Definition oder die Zielsetzung dieses neuen Gesetzes an. Allen Menschen soll die Teilhabe am Wirtschaftsleben ermöglicht werden. Und das schließt beispielsweise Menschen mit Behinderung, aber auch ältere Menschen mit wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien ein. Und es geht dabei in erster Linie natürlich um digitale Barrierefreiheit. Und das ist das Interessante. Das ist erstmal ein sehr wertvolles Ziel, dass wir auch Menschen den Zugriff auf digitale Angebote ermöglichen, die sie vorher nicht hatten. Und das finde ich erstmal etwas Positives, dass wir es diesmal mit einem Gesetz zu tun haben, was nicht nur verbietet, sondern was auch mal konstruktiv einen Mehrwert in die Gesellschaft gibt. Und das ist ja leider nicht immer so. Bedeutet auch ganz konkret, dass das Gesetz uns faktisch hilft, mehr Umsatz im Unternehmen zu generieren können, wenn wir zum Beispiel natürlich Endkonsumenten haben. Es bedeutet auch, Menschen mit Behinderungen können einfach auf der Webseite navigieren. Es hilft natürlich auch gleichzeitig der Suchmaschinenoptimierung, weil Google ist auch relativ blind, auch wenn es recht gut visuelle Dinge erfassen kann. Aber auch normale Besucher können davon partizipieren, indem sie besser auf die Webseiten zugreifen können. Und ich schränke jetzt, sage ich mal, die Vorteile erstmal ein, nur auf Websites. Es geht aber um weitaus mehr. Schauen wir mal, wer muss denn die Anforderungen an das BFSG überhaupt erfüllen? Bisher waren das öffentliche Einrichtungen wie Behörden oder Regierung. Nun soll es aber auch an die privaten Wirtschaftszweige gehen. Und das Gesetz, wenn wir da mal reinschauen, sagt primär, es geht um Hersteller, Händler, Importeure von bestimmten Produkten und auch Dienstleistungserbringer für Verbraucher oder Verbraucherinnen. Und ausgenommen, und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, damit du weißt, ob du davon betroffen bist, sind Dienstleistungserbringende, die Kleinstunternehmen sind, also Unternehmen mit weniger als 10 Personen und die weniger als 2 Millionen Euro Umsatz erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 2 Millionen Euro bezieht. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kleinstunternehmen, die Produkte entwickeln, die vom BFSG erfasst werden, davon ausgenommen sind. Das heißt, wir reden nur über Kleinstunternehmen mit Dienstleistungen, nicht aber Kleinstunternehmen, die Produkte herstellen. Die müssen sich also auch mit dieser Thematik befassen. Was schließt das denn also ein? Wir reden zum Beispiel von Produkten wie Hardwaresysteme für Verbraucher, Selbstbedienungsterminals im Zusammenhang, die von der Richtlinie erfasst werden, wie Zahlungsterminals, Geldautomaten, Fahrausweisautomaten, Check-in-Automaten, Selbstbedienungsterminals, beispielsweise natürlich auch relevant für Hotel und Co. Wir sprechen aber auch von Verbraucherendgeräten im Telekommunikationsbereich, Smartphones, Tablets, visuelle Mediendienste und kann natürlich zum Beispiel auch Alarmanlagen, Systeme und so weiter betreffen, aber auch E-Book-Lesegeräte. Und natürlich konträr dazu auch Dienstleistungen, Telekommunikationsdienste, Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten, wie beispielsweise Websites, Apps, Fernsehsendern, Video-on-Demand-Plattformen. Und auch Elemente von Personenbeförderungsdiensten, mit Ausnahme von Stadt- und Regionalverkehrsdienste, gilt es auch für, wie gesagt, Webseiten, Apps, elektronische Tickets, Ticketdienste, Bereitstellung von Verkehrsinformationen, interaktive Selbstbedienungsterminals mit Ausnahme solcher, die integraler Bestandteil von Fahrzeugen sind. Aber auch für Bankdienstleistungen, für Verbraucher, zum Beispiel Online-Banking, Öffnung eines Online-Bankings, Verträge, Beratungen, aber auch E-Books und hierfür bestimmte Software. Das bedeutet, wenn du ein E-Book anbietest oder verkaufst, dass dieses auch
den Anforderungen an die Barrierefreiheit grundsätzlich erfüllen musst, sofern du nicht in den ausgenommenen Unternehmen unterliegst. Unter anderem aber auch Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr, also noch einmal Apps, Webshops, Online-Shops und Unternehmen, die ihre Produkte online verkaufen, Produktkonfiguratoren und so weiter. Wann sind denn Produkte oder Dienstleistungen barrierefrei? Ist erstmal die grundsätzliche Frage. Produkte oder Dienstleistungen sind nach dem BFSG barrierefrei, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Was das jeweils bedeutet, ergibt sich aus der Barrierefreiheitsstärkungsverordnung, die ich auch unter dem Video nochmal verlinke. Die enthält allgemeine Vorgaben zu Verpackungen, aber auch Anleitungen sowie Schnittstellen von Funktionalität von Produkten als auch Vorgaben für bestimmte Produkte und Dienstleistungen. Lass uns mal festhalten, was das natürlich auch für dein Online-Business bedeutet. Denn das heißt auch, Websites, Webshops und Apps müssen in Zukunft barrierefrei zugänglich sein. Das heißt, grundsätzlich sprechen wir bei der Barrierefreiheit in der Regel ja von Sehbehinderung, da die visuellen Möglichkeiten sehr stark sind. Das heißt, wir können das Internet und Online-Medien fast immer nutzen, ohne, sag ich mal, hören oder fühlen zu können. Aber ohne Sehen wird es fast immer sehr schwer. Und auch schlechtes Sehen ist auch, sage ich mal, eine große Hürde bei der Nutzung von Online-Medien. Auch wenn zum Beispiel die Schriften sehr klein sind oder nicht vergrößerbar sind oder im schlimmsten Fall auch noch in Grafiken drin sind und man kaum, sage ich mal, diese Informationen zugänglich machen kann, beispielsweise über, ja, sage ich mal, Browser-Funktionalitäten wie Vergrößern des Textes. Was natürlich auch geht, aber auch nicht immer. Manchmal ist auch der Kontrast nicht richtig und da gibt es verschiedene Anforderungen und verschiedene Erkenntnisse, wenn man sich mit der Barrierefreiheit im Detail befasst. Und Verbraucher muss es einfacher gemacht werden, darauf zugreifen zu können. Und schauen wir mal, was das bedeutet. Grundsätzlich heißt das ja, dass diese Barrierefreiheit, die wir da schaffen, auch den Kundenkreis erweitert. Natürlich, das wird jetzt nicht zig Hunderttausende neue Kunden bedeuten, aber letztlich finanziert es einen Teil dieser Aufwände oder vielleicht auch ganz wieder hinein, die man investiert, um diese Barrierefreiheit zu ermöglichen. Und natürlich kann das auch sogar noch Nebeneffekte haben. Also es kann auch die User Experience des Kunden komplett verbessern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man viele Kunden hat, die generell eher nicht so gut sehen, dass man durch diese Verbesserung der User Experiences noch mehr Kunden erhält. Also nicht nur völlig Blinde, sondern auch Schlechtsehende oder die nicht ganz so digital nativ unterwegs sind. Ne? Das ist schon ein interessanter Punkt, den wir hier einbringen, um nicht nur die Maßnahme zu rechtfertigen, sondern auch mit einem Elan dort reinzugehen, dass wir daraus auch wirklich Umsätze schöpfen, aber auch gleichzeitig etwas Soziales tun. Es ist im Prinzip eine sehr schöne Kombination, die sich hier durch diese Verordnung ergibt. Ohne das jetzt ins Unendliche zu loben, hat natürlich jeder Aufwand, den man neben seiner eigenen Agenda macht, natürlich auch seine Downsides. Man muss aber auch sehen, die Barrierefreiheit lässt nochmal einen bestimmten Fokus auf die Suchmaschinenoptimierung legen. Denn auch Google, wie gesagt, ist ja blind, kann zwar in gewisser Weise auch visuell sehen, erhält durch diesen besonderen Fokus, dass Sachen besser miteinander verlinkt werden, besser lesbarer sind, die Semantik innerhalb der Webseite Benutzbarkeit gestärkt wird, auch natürlich ein Vorteil. Und letztlich natürlich ist es auch ein Imagevorteil im Sinne der Corporate Social Responsibility, dass man sich darum kümmert, dass nicht nur, sage ich mal, mit allen Sinnen gesegnete Menschen auf die Leistung des Unternehmens zugreifen können. Was machen wir? Ich werde dir das Gesetz hier noch einmal unten verlinken. Damit kannst du dich genauer befassen. Und natürlich auch bei Produkten, die du herstellst, die dieser Barrierefreiheitsstärkungsverordnung unterliegen, gibt es einige Herausforderungen, die nicht nur damit
zu tun haben, dass man das Produkt der Zielgruppe verfügbar macht, sondern auch entsprechende Compliance-regulatorische Regeln, Dokumentationspflichten, wie die Konformitätsbewertungsverfahren, wie sie genannt werden, technische Dokumentationen oder ein schriftliches oder elektronisches Verzeichnis, in dem nicht konforme Produkte sowie Beschwerden darüber erfasst werden, ne? Und auch weitere Kennzeichnungsinformationspflichten, Kontaktdaten des Herstellers, die dann barrierefrei zur Verfügung gestellt werden und natürlich auch Gebrauchsanleitungen und Sicherheitsinformationen in deutscher Sprache. Zumindest in Deutschland. Die Verordnung ist grundsätzlich eine EU-Verordnung, bedeutet, sie wird natürlich in anderen Ländern, wenn du auch auf diese Märkte gehst, natürlich auch in jener Sprache nötig sein. Und auch als Importeur musst du dafür sorgen, dass die Produkte, die du importierst von den Herstellern, diese Pflichten erfüllen. Das heißt, du hast eine Mitverantwortung an die Erfüllung dieser Pflicht. Ebenso auch als Händler. Bedeutet zum Beispiel, besteht Grund zu der Annahme, dass das Produkt den Barrierefreiheitserfordernissen nicht erfüllt, dann darfst du es nicht vertreiben. Du darfst das Produkt auch nicht so lagern oder transportieren, dass diese Barrierefreiheitsanforderungen beeinträchtigt werden, ne? Also ist das Produkt nicht konform, darfst du es dann nicht mehr in Verkehr bringen. Zumindest aber betreffen den Händler keine Verpflichtungen, den Hersteller zur Konformität zu verpflichten, aber durchaus Informationspflichten. Hinsichtlich der Webseite gibt es bestimmte Standards, die schon vorher festgelegt wurden, wie die EN 301549, die dem internationalen Standard für Richtlinien für barrierefreie Webinhalte, also WCAG, sich bezieht. Und daraus ergeben sich einige Maßnahmen, die man umsetzen kann oder sollte. Wir haben uns damit schon einige Male befasst, haben Webseiten barrierefrei gemacht, entweder auch durch Einsatz von bestehenden Tools oder durch den Umbau und die Anpassung und Verfeinerung dieser. Und da hilft natürlich dieser Standards, eine bestimmte Checkliste zu haben und zu wissen, wie man diese abarbeitet. Nun ist natürlich auch die Frage, gibt es denn bestimmte Übergangsfristen? Ja, die gibt es. Die sind relativ umständlich beschrieben. Bedeutet, wenn man bestimmte Verträge vor Juni 2025 geschlossen hat, dann darf man sie noch so und so lange weiter benutzen. Aber neue Verträge dürfen nicht mehr barrierefrei gemacht werden. Und dann gibt es für bestimmte Produkte aber noch Übergangsfristen, wenn diese vorher produziert wurden, die bis 2030 gelten. Bedeutet aber in der Regel nicht, dass Webseiten und Dienstleistungserbringungen davon betroffen sind, sondern die müssen im Prinzip zu nächsten Jahr erfüllt werden. Obacht, es ist keine Rechtsberatung, das muss ein Anwalt übernehmen. Ich gebe die Informationen weiter, die ich hier auch aus dem Gesetz und auch aus den Quellen herauslese, die so vorliegen. Es gibt noch eine ganz interessante Ausnahme an diese Barrierefreiheitsanforderungen, wann sie nicht erfüllt werden muss. Das ist zum Beispiel, wenn es grundlegende Veränderungen des Produkts bedeutet oder zu einer unverhältnismäßigen Belastung kommt. Das heißt, wenn es gar keinen Sinn macht, das umzusetzen, weil es so aufwendig wäre, dass man sich das gar nicht leisten könnte. Das trifft in den meisten Fällen nicht zu. Es kann aber natürlich, also bei den Dienstleistungen, es kann natürlich bei Produkten sein, dass es so einen Umbau erfordere, dass es gar keinen Sinn mehr machen würde. Und das muss man sich natürlich im Detail ansehen. Bei den meisten Dienstleistungserbringern oder bei den meisten Online-Medien, die es gibt, wird diese Hürde wahrscheinlich nicht erfüllt werden, da es sehr häufig mit einfachen Methoden, die aber natürlich einen gewissen Umfang haben und ins Detail gehen müssen, möglich sein, diese Anforderungen zu erfüllen, während man natürlich bei Produkten ja anders schauen oder anders entscheiden muss. Jetzt ist natürlich noch wichtig zu wissen, was ist denn, wenn du diese Maßnahmen nicht umsetzt? Und da ist das Gesetz sehr, sehr rigoros. Bedeutet, Produkte können zurückgerufen werden, Dienstleistungen können eingestellt werden, behördlich. Und es können auch Bußgelder bis zu 100.000 € ausgesprochen werden.
Das bedeutet natürlich auch, dass zivile Klagen und auch Verbandsklagen möglich sind und dass natürlich auch der Wettbewerb dich abmahnen darf, was natürlich dann auch zu, ja, sage ich mal, Abmahnwellen führen könnte. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du das BFSG als Chance für dein Unternehmen nutzen kannst, dann melde dich jetzt auf ein kostenloses Erstgespräch. Geh einfach auf Rescale.ch und trage deine Kontaktdaten ein. Wir sprechen dann persönlich darüber, wie wir dir in deiner spezifischen Situation weiterhelfen können. Bis zum nächsten Video.